bin in der Classic-Werkstatt von der Sportec und sitze vor dem Sportec Classic S, unserem neuesten Meilenstein. Das Ziel des Kunden war Understatement in erster Linie und natürlich ein klassischer Look. Also ist Backdaten das Thema. Der klassische Look von einem F-Modell ist vor allem in der Optik von der Karosserie wiederzufinden. Der Kunde hat als Anschauungsbeispiel den Ferdinand I von uns gehabt, den wir alle kennen, und hat sich anhand von diesem Beispiel ganz klar dazu entscheiden oder uns sagen, ich will etwas Klassisches haben. Ich will nicht einen auffälligen Porsche, ich will einen Porsche haben, der Understatement ausdrückt und hoch in der Qualität ist, aber sehr dezent und eben klassisch. Wir haben bei der Karosserie auch auf den Wunsch des Kunden hin alles aus Blech gebaut. Das hat uns vor gewisse Herausforderungen gestellt, aber das Resultat ist wirklich super herausgekommen. Wir haben einen Porsche, der eigentlich wie ein F-Modell ist und auch wie ein F-Modell gebaut ist, aus Blech. Es steckt aber ein modernes Auto darunter. Unser Ziel bei diesem Umbau war, den Kunden happy zu machen in erster Linie und natürlich die Herausforderungen anzunehmen und umzusetzen, sodass es auch unseren Anforderungen entspricht. Weil es sind wieder neue Sachen, eben vor allem mit dem Blech in der Karosserie auf uns zugekommen. Das hat uns zusätzlich natürlich auch die Gelegenheit gegeben, das Classic-Modell von uns, das wir schon in der Vergangenheit gebaut haben, weiterentwickeln, dass wir eine sportlichere Version davon haben und technisch ausgereifter. Das Auto ist in Albertblau lackiert, das ist eine Porsche-Farbe. Und es hat wie ein F-Modell alles in Chrom, die Zierleisten aussen, die Rückspiegel sind originale F-Modell-Rückspiegel. Wir haben an der Heckstoßstange Chrom-Hörner, wie ein F-Modell es hatte. An der Stoßstange haben wir Zierleisten in Chrom. Wir haben eine Auspuffanlage, die am 911 SC nachempfunden ist. Das sind so aussenliegende Endrohre. Und ein weiteres Detail, was nicht Backdating ist, zwar, sind die Skiwerfer, das sind LED-Skiwerfer. Es gibt ein super Licht und es ist viel angenehmer zum Fahren. Und RSR-Felgen. RSR bedeutet, es sind polierte Felgen, also der silbrige Teil der Felge ist poliert und der Stern ist auch silbrig, sprich auch poliert. Im Innenraum war uns wichtig, dass wir Gen vom F-Modell beibehalten oder beziehungsweise reinbringen. Details und das Konzept ist die Vorstellung vom Kunden, die wir probiert umzusetzen. Er hat Materialien ausgewählt und die verschiedenen Stoffe und Leder. Und wir haben das Auto in einen Backdate-Look versetzt, entsprechend Sportec Classic mit schlichterer Optik, schwarzes Leder. Es ist Pepita, schwarz-weiß, wo auch wieder ein Aspekt ist aus der Geschichte der Porsche. Es ist natürlich sehr viel dazu gekommen, oder es gehört sehr viel dazu, dass der Innenraum abgerundet auch aussieht wie ein F-Modell oder den Look hat von einem F-Modell. Das geht über die Instrumente, Ziffernblätter, die man ändern, die man anders bedrucken. Es geht weiter beim Armaturenbrett. Wir haben dort gewisse Sachen abgespeckt und es sind Chromelemente reingekommen und auch wieder mit Leder geschaffen worden, wo vorher eigentlich Kunststoff ist oder künstliche Materialien teilweise zum Einsatz kommen. Bei den Rücksitz sind auch die originalen Teile eigentlich rausgeflogen. Und wir haben jetzt gerade dort zum Beispiel das Ferdinand-Teil genommen, also den Ferdinand-Rücksitz oder beziehungsweise das Küsse von der Rückenlehne. Ist jetzt da dann auch auf Pepita gefallen, die Wahl, dass es das von der Vordersitz aufnimmt. Wir haben den Recaro Classic-Sitz, der auch natürlich passend zum Rest mit schwarzem Leder und Pepita bezogen sind.
Zu der Fahrzentrale selber, wenn man es so sagen will, ist das Lenkrad auch nicht ein geschüsseltes, es ist ein Prototypo. Das heisst, es ist ein flaches Lenkrad, es sieht einfach viel klassischer aus. Und beim Schalthebel ist es jetzt auch wie eigentlich fast alles in meinem Raum, was Details angeht. Ein Kundenwunsch war, dass wir einen Holzschaltknauf haben mit einer eingravierten Schaltkulisse, dass man auch immer auf einen Blick sieht, wo die Gänge sind. Das Türpanel ist auch natürlich im klassischen Look. Es ist abgespeckt im Vergleich zu was vorher war. Und wir haben dort ein Türfach gemacht, also eine Ablage, wo ein Getränkehalter integriert ist und mit Leder bezogen an der Tür festgemacht. Das S im Namen dieses Modells, das bedeutet ja sportlich. Wir haben verschiedene Upgrades im Vergleich zum Classic. Namentlich fängt das an beim Motor. Wir haben ein Motor-Upgrade. Das ist der Motor drin von Ferdinand. Das ist ein 3,8 Liter Umbau mit 325 PS. Das ist eine andere Abgasanlage, ein Sportkatz drin. Wir haben den Antriebsstrang überholt. Es hat eine Schaltwegverkürzung. Die Bremsanlage ist vom Turbo. Das heisst, wir haben auch, um die Mehrleistung zu matchen, haben wir auch mehr Leistung bei den Bremsen. Für die Fahrdynamik, sprich, dass das Auto gut fährt, ist das Fahrwerk ein wichtiger Punkt. Unsere Herangehensweise ist ja immer die Sportlichkeit und Performance. Jetzt hat der Kundenwunsch noch reingespielt, dass wir auch einen gewissen Komfort haben. Also ist eigentlich unsere Wahl oder unsere Empfehlung aufs Öl ins Gefallen, weil das eigentlich beide Bereiche sehr gut abdeckt. Wenn jetzt die beiden Modelle, der Classic und der Classic S, nebeneinander stehen, würde sofort etwas auffallen. Der Classic S ist breiter. Wir haben das Auto mit Blech verbreitert, hinten und vorne. Es sind 3 cm ungefähr pro Seite, wo das Auto breiter geworden ist, was natürlich auch wieder Platz für breitere Pneu bietet und so die Leistung auch wieder ein bisschen besser auf die Straße bringen kann. Bei dieser Familie Classic, also der Classic und auch der Classic S, ist eigentlich die Grundidee und die Gene sind die gleichen. Also es ist ein klassischer Look, es ist ein F-Modell-Look und es ist auch ein Understatement und einfach Klassik. Es ist nicht ein Ferdinand, es ist ein klassisches Auto, das Qualität und Understatement ausdrückt. Alles rund um die Grundidee von so einem klassischen Auto, oder sprich von unserem Sport Classic, haben wir verändert oder besser gesagt verbessert. Wir sind stärker, breiter, wir haben die Performance an vielen Orten gesteigert. Halt typisch S, was der Name des Modells ausmacht letztlich.